Primzahlen und Primfaktorzerlegung. Was genau sind Primzahlen und wie wird die Primfaktorzerlegung angewendet? Das sind die Themen, die wir heute näher untersuchen werden. Dieses Tutorial beginnt dann mit einer Definition von Primzahlen, gefolgt von der Primfaktorzerlegung und endet mit einer Übung. Ohne zu warten, machen wir dann weiter nach der Jingle. Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 ist und keine anderen Teile hat außer 1 und sich selbst. Was das bedeutet? Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit A eine Primzahl wird. Und zwar, erste Voraussetzung, A muss eine natürliche Zahl sein. Zweite Voraussetzung, A muss größer als 1 sein. Dritte Voraussetzung, A muss keine anderen Teile haben als 1 und sich selbst. Also wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist A eine Primzahl. Beispiele. Nehmen wir die Zahlen von 1 bis 10 und dazwischen suchen wir dann die Primzahlen. Also 1 ist nicht größer als 1 und somit 1 ist keine Primzahl. 2 ist größer als 1, 2 ist eine natürliche Zahl und 2 hat zwei Teile, 1 und 2. Das heißt, 2 ist eine Primzahl. 3 ist größer als 1 und hat als Teile 1 und 3. Dann 3 ist eine Primzahl. 4 ist größer als 1, aber 4 hat als Teile 1, 2 und 4. Dann 4 ist keine Primzahl. 5 ist größer als 1 und die Teile von 5 sind 1 und 5. Dann ist 5 eine Primzahl. 6 ist größer als 1 und die Teile von 6 sind 1, 2, 3 und 6 selber. Dann ist 6 keine Primzahl. 7 ist größer als 1, die Teile von 7 sind 1 und 7. Dann ist 7 eine Primzahl. 8 ist größer als 1 und die Teile von 8 sind 1, 2, 4 und 8 selber. Dann ist 8 keine Primzahl. Weil die Primzahlen müssen dann unsere drei Voraussetzungen erfüllen. 9 ist größer als 1 und die Teile von 0 sind 1, 3 und 9. Dann ist 9 keine Primzahl. 10 ist keine Primzahl. Die Teile von 10 sind 1, 2, 5 und 10. Mehr als 2 Teile. Also eine Primzahl hat genau 2 Teile. Also für Zahlen von 1 bis 10, die Primzahlen sind 2, 3, 5, 7. Beispiel 2. Die ersten Primzahlen sind dann 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 und so weiter. Also, jede natürliche Zahl, die keine Primzahl ist, kann man dann auf eindeutige Weise als Produkt von Primzahlen schreiben. Und dieses Produkt heißt einfach mal Primfaktorzerlegung. Wir springen dann zu der Primfaktorzerlegung. Die Primfaktorzerlegung ist der Prozess, bei dem eine Zahl in ihre Primfaktor zerlegt werden. Machen wir dann ein Beispiel.
Die Beispiel wäre dann, gib die Primfaktorzerlegung von 720 und schreibe diese in der Potenzschreibweise. Also 720 gleich 720 endet mit einer 0. Das heißt, 720 ist durch 2 teilbar. Das wäre dann 2 mal 360. 360 endet mit einer 0. Das heißt, 260 ist auch durch 2 teilbar und das wäre 2 mal 180. Dann haben wir dann hier 2 mal 180. 180 endet auch mit einer 0. Das heißt, 180 ist auch durch 2 teilbar. Das wäre dann 2 mal 90. Wir haben dann hier 2 mal 2 mal 2 mal 90. 90 endet auch mit einer 0 und ist dann durch 2 teilbar. Das wäre dann 2 mal 45. Die Quersumme von 45 ergibt 9. 9 ist ein Vielfacher von 3. Das heißt, 45 ist durch 3 teilbar. Und das wäre dann 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 15. 15 ist ein Vielfacher von 3. 15 gleich dann 3 mal 5. Die Primfaktorzerlegung von 720 gleich dann 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 5. Wir haben dann 2 viermal, 3 zweimal. Und als Potenz schreiben wir dann 2 hoch 4 mal 3 hoch 2 mal 5 hoch 1. Also PFZ ist hier einfach mal die Abkürzung von Primfaktorzerlegung. Und somit springen wir dann zu der Übung. Ich habe für euch 2 kleine Übungen vorbereitet. Und die Übung lautet dann: Bestimme die Primfaktorzerlegung und berechne dann alle Teiler der Zahl a 50, b 225. Also zu a. 50 endet mit einer 0. Das heißt, 50 ist dann durch 2 teilbar. Das gibt dann 50 ist nichts anderes als 2 mal 25. 25 endet mit einer 5. Das bedeutet, 25 ist durch 5 teilbar. Das ist dann 2 mal 5 mal 5. Die Primfaktorzerlegung von 50 ist dann 2 mal 5 mal 5. In der Potenzschreibweise schreiben wir dann 2 hoch 1 mal 5 hoch 2, weil wir haben 2 mal 5 in der Primfaktorzerlegung und einmal 2. Alle Teile der Zahl 50 erhalten wir, indem wir auf diese Weise vorgehen, und zwar, wir nehmen erstmal einen Faktor der Primfaktorzerlegung. Also 50 ist dann durch 2 teilbar und durch 5 teilbar. Zusätzlich haben wir auch 1. Wir nehmen jetzt die Produkte mit 2 Primfaktoren. Das sind dann erstmal 2 mal 5 erstmal ergibt 10. Wir haben auch 5 mal 5 gleich 25. Jetzt machen wir dann die Produkte mit 3 Primfaktoren. Das sind dann 2 mal 5 mal 5. Das sind 50. Die Teiler von 50 sind dann
1, 2, 5, 10, 25 und 50. Also zu B. Die Quersumme von 225 ergibt 9. 9 ist ein Vielfacher von 3. Das heißt, 225 ist durch 3 teilbar. Und das wäre dann 225 gleich 3 mal 75. Die Quersumme von 75 ist 12. 12 ist ein Vielfacher von 3. Das heißt, 225 gleich 3 mal 25. Indem 3 mal 25 ergibt 75. 25 endet mit einer 5. Das bedeutet, 25 ist durch 5 teilbar. Und das wäre dann 3 mal 5 mal 5. Die Primfaktorzerlegung von 225 gleich dann 3 mal 3 mal 5 mal 5. Wir haben 3 zweimal und 5 zweimal. In der Potenzschreibweise schreiben wir dann 3 hoch 2 mal 5 hoch 2. Für die Teiler von der Zahl 225 gehen wir vor wie bei der Übung A. Starten wir mit einem Faktor. Haben wir 3 und 5. Produkte mit 2 Faktoren. Haben wir 3 mal 3 ergibt 9. Haben wir 3 mal 5 ergibt 15. Haben wir 5 mal 5 ergibt 25. Jetzt die Produkte mit 3 Faktoren. Dann haben wir 3 mal 3 mal 5, das macht 45. Danach haben wir 3 mal 5 mal 5, 75. Dann machen wir auch ein Produkt mit 4 Faktoren. Das wäre dann 3 mal 3 mal 5 mal 5. Also nichts anderes als 225. Also die Teile von 225 sind 1. 1 müssen wir auch hinzufügen. 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 und 225. Somit sind wir dann zu Ende dieses Tutorial angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann abonniere den Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Beim Fragen schreiben Sie bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss.